Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video meinerseits, und wir müssen über die Schließung eines Freizeitparks sprechen, der direkt an der deutschen Grenze liegt, und zwar das Ticci-Land in Stein am Rhein. Und seit gestern ist der Park vollständig und für immer geschlossen. Wenn ihr euch fragt, was das für ein Freizeitpark ist, wir haben da auch einmal ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch gerne auch hier oben oder später in der Endcard. Und das Ganze ist ein im Jahr 2020 eröffneter Indoor-Freizeitpark, der auch kurz nach der Eröffnung schon einen Outdoor-Part bekommen hat und zum Beispiel von der Firma Zira Rides aus Deutschland einen Force Coaster beinhaltet hat, Wellenflieger, mehrere Karussells und ähnliches. Ein spannendes Logo, wo man sich hat meiner Meinung nach vielleicht bei dem einen oder anderen Süßwarenhersteller inspirieren lassen. Und ansonsten ja, hat man jetzt nicht für so viel Aufsehen gesorgt, und jetzt ist komplett Schluss seit gestern. Und im Vorfeld haben nur so Zeitungen wie Blick darüber berichtet, dass es zum Ende kommen wird, und auch die Rollercoaster Database hat schon vor einiger Zeit dann gelistet, dass der Park nur noch bis dann geöffnet sein wird. Denn spannenderweise hat das Ticci dann selbst auf seinen Social Media Kanälen gar nichts dazu geäußert, und auch auf der Homepage wird das Ganze gar nicht thematisiert. Es gibt nur ab jetzt Ruhetage durchgehend. Witzigerweise, wenn man ein bisschen weiter durchklickt, ist der Park ab Juli wieder durchgehend geöffnet. Wirkt so, als ob da jemand schnell ein paar Tage rausgelöscht hat und jetzt gar keine Lust mehr hat auf das Ganze. Aber auch wenn man dann die Preise sich anguckt, sind auch heute noch die Preise aus 2024 gelistet für Karten aus 2024. Also da hat auch schon länger jemand irgendwie nicht mehr an der Homepage gearbeitet. Als Gründe für die Schließung nennt übrigens Inhaber und Schausteller Peter Blütze, 72 Jahre alt und ehemals Riesenradlegende, dass es einfach zu hohe Betriebskosten gab, zu wenige Investoren und natürlich vorneweg oder im Großen und Ganzen auch noch zu wenig Einnahmen. Und ich habe ja gerade gesagt, man kann die Preise von 2024 sich noch anschauen, und da liegt man dann bei allen Gästen von 95 bis 120 cm bei 26 Schweizer Franken, was ungefähr 28 Euro sind, und ab 1,20 Meter Körpergröße bezahlt man 35 Schweizer Franken, was ungefähr 38 Euro sind. Und das ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer, jetzt nicht unbedingt als Schweizer, aber wenn man direkt an der Grenze zum Bodensee und zu Deutschland ist das vielleicht nicht so zuträglich, um mehr deutsches Publikum anzulocken, vor allem bei der Konkurrenz in der Region. Nichtsdestotrotz konnte man aber zum Beispiel im Jahr 2023 rund 33.000 Besucher begrüßen. Das alles hat aber nicht gereicht, um zum Beispiel jeden Monat 8.000 Schweizer Franken allein an Stromkosten wieder reinzuholen. Und es gab dann auch noch verschiedenste andere bauliche Bedingungen und Auflagen, die dann dazugekommen sind, die die Kosten in die Höhe getrieben haben. Man hat in der Corona-Pandemie eröffnet, und das am Anfang der Pandemie, was das Ganze direkt zum Start schon nicht einfacher gemacht hat. Und es ist dann auch noch vor kurzem der Geschäftspartner Markus McEwen abgesprungen, und das alles zusammen hat jetzt dazu geführt, dass der Park einfach nicht mehr weiter betrieben werden kann. Und bevor ihr fragt, das ist ein Großneffe von Franz Mack, also der Mack-Familie aus dem Europapark, und nicht zum Beispiel von den Elektrokarts oder ähnlichen, die auch einfach Mack mit Nachnamen heißen und in der Freizeitindustrie unterwegs sind. Ja, Peter Blütze hat einfach selber 15 Millionen Euro, seine Altersvorsorge und alles ins Ticci-Land gesteckt, und das Ganze geht jetzt quasi vor die Hunde. Aber jetzt ist definitiv Schluss, und laut Schaffhausener Nachrichten wird die Ticci-Land AG ihren Gläubigern am 20. Mai einen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung vorschlagen, um das Ganze halt auch ordentlich und vernünftig zu beenden und soweit es geht den Gläubigern Kohle zu geben. Echt mies und wirklich schade und vor allem für alle Beteiligten total schlimm und ärgerlich und unerfreulich, und ein Freizeitpark, Indoor-Freizeitpark weniger in der Schweiz, die ja sowieso schon nicht so viel haben. Und auch die Geschichte von Indoor-Freizeitparks in der Schweiz ist nicht so von Erfolg gekrönt. Es gab ja auch einmal den Magic Park in Rietholz, der 1998 eröffnet hat, 2011 geschlossen wurde und bis heute noch als Lost Place dort steht. Aber nicht nur in der Schweiz klappt es nicht so gut mit den Indoor-Freizeitparks, man kann auch in die Niederlande
Ferne schauen. Und Jumble hat auch nicht wirklich funktioniert und relativ schnell oder eigentlich sehr schnell sogar wieder geschlossen. Und das ist, ja, entweder geht so eine Indoor-Freizeitpark, Spielehalle komplett durch die Decke oder es ist einfach zum Scheitern verurteilt, habe ich das Gefühl manchmal. Aber es sind ja auch immer mehr Parks, die ins Strauchen kommen, was wir jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten hier auf dem Kanal besprochen haben, weil alle Gesamtsituationen nicht einfacher werden. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt das Ende vom TG-Land, die gestern ihren letzten Tag hatten. Und ab jetzt ist dieser Indoor-Freizeitpark geschlossen. Und so wie ich das verstanden habe, sollen auch die ganzen Attraktionen veräußert werden und kommen dann woanders hin. Spannend, wer vielleicht sich dann einen Zierer Force Coaster oder einen Zierer Wellenflieger sichern kann für einen eventuell guten Kurs. Und das werden wir natürlich auch hier auf dem Kanal besprechen. Ihr abonniert jetzt, um das nicht zu verpassen, um das hier zu unterstützen. Und jeden Tag um 18 Uhr sehen wir uns auch zum neuen Video wieder hier. Und morgen geht es weiter mit unserer 360-Grad-Tour und einem ziemlich krassen Freizeitpark, der auch sehr, sehr außergewöhnliche Attraktionen hat. Und auch nicht alle Attraktionen laufen dort. Mehr dazu morgen im Video und euch noch einen wunderbaren Resttag.